Hola a todos. Estoy muy contenta de hacer esta introducción en español porque es una buena oportunidad para practicar el idioma mientras estamos en España. En este vídeo visitamos Montserrat después de salir de Barcelona. Luego vamos a Zaragoza. Más adelante veremos Burgos, Astorga y Lyon. Terminamos el vídeo con 3 días en San Vicente de la Barquera. Como siempre, entre cada lugar veréis con nosotros paisajes muy bonitos y pueblos pequeños encantadores. Esperamos que os guste este vídeo y que volváis a acompañarnos muy pronto. Gracias y nos vemos. Nach unserem zweitägigen Aufenthalt in der aufregenden Stadt Barcelona fuhren wir weiter in Richtung Westen am Kloster Montserrat vorbei, verbrachten eine Nacht auf einem Stellplatz in der Nähe von Lleida und fuhren dann nach dem Besuch eines Waschsalons weiter nach Zaragoza. Ja, hier sind wir in Montserrat. Das ist ein Kloster in den Bergen, ungefähr 40 Kilometer entfernt von Barcelona, 50 Kilometer. Ein Benediktinerkloster aus dem 11. Jahrhundert, das eine sehr wechselhafte Geschichte hatte, bis zur Zerstörung durch Napoleonstruppen. Interessant ist die Lage, die ist wirklich hier in den Bergen im Gebirge eingekerkert. Was mir nicht gefällt, ist die Tatsache, dass hier in die Basilika dürfen Spanier kostenfrei rein und alle Ausländer müssen einen ganz guten Preis bezahlen. Das erinnert mich ein bisschen an die Türkei oder auch andere Orte und das finde ich nicht in Ordnung. Es ist auch interessant zu sehen, dass der Widerstand sich hier organisieren konnte, der Widerstand gegen das Franco-Regime. Montserrat ist aber auch als Kloster der Ort, der die heilige Schwarze Madonna, die Nationalheilige Kataloniens, beherbergt. Auch die kann man sich anschauen, kostet nochmal mehr Geld. Ich glaube, da müssen auch die Spanier zahlen. Nunca termina lo que empiezas. No hubo ni una despedida. Si es que te crees mucho, es que estás perdida. Esto es como un rompecabezas, porque no le encuentro salida. No lo sé. So, wir sind jetzt in Zaragoza. Es ist eine wunderschöne Stadt. Es ist die Hauptstadt Aragonien. Wir haben jetzt Katalonien verlassen. Wir sind jetzt in richtig Spanien. Und wir haben jetzt einige der Sehenswürdigkeiten schon gesehen. Wir haben die, wie heißt die? Die Kathedrale de Pilar. Genau. Und hier auch nicht weit weg von wo wir sitzen ist das Museum, Goya Museum. Der ist hier in der Nähe geboren von Zaragoza. Und wir sind auch über die Brücke gelaufen. Das ist auch eine alte Brücke. Alte Steine, mittelalterliche oder römische Brücke, glaube ich sogar. Ne? Römische Steinbrücke. Ja. Zaragoza ist um die 2000 Jahre alt, also eine alte römische Stadt. Hatte eine maurische Zeit dazwischen. Genau, es gibt sehr viele kulturelle Epochen, die in Zaragoza eigentlich stattgefunden haben. Und eine davon ist die maurische natürlich Kultur. Ja, das macht die Stadt natürlich sehr lebhaft, kulturell lebhaft und sehr interessant. Und ja, wir freuen uns. Wir freuen uns. Ja, im Hintergrund
steht nun die zweite große Kathedrale von Saragossa und das ist die Kathedrale La Seu. Beide stammen, glaube ich, ungefähr aus dem 12. Jahrhundert, werde ich nochmal genauer recherchieren. Wobei die Kathedrale de Pilar ist eigentlich eine gotische Kathedrale, aber ich glaube ursprünglich auch im 12. Jahrhundert erstellt. Jetzt noch kurz was zum Namen von Saragossa. Der Name kommt aus dem Römischen und es hieß ursprünglich Caesar Augusta, das nur als zusätzliche Info. Und unser Stellplatz in Saragossa ist direkt an der Straße, aber wir konnten trotzdem ganz gut schlafen. Und heute Nacht noch einmal. Nach 2 tollen Tagen in Saragossa fuhren wir weiter bis nach Burgos. Das waren ungefähr 300 Kilometer. Hallo aus Burgos. Das ist die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz. Aber was ich hier sagen wollte, dass ich jetzt eine Überdosis habe an kulturelle Schönheit, das ist echt, ich habe die Symptome von Überdosis. Na ja gut, wir sind jetzt hier an der Kathedrale von Santa Maria und die ist wieder prächtig. Magisch. Wie auch vorher die Kathedralen, die wir gesehen haben von Saragossa und Barcelona und anderen. Genau. Also das hört nicht auf. Ja. Ich habe echt jetzt Überdosis. Ich denke, das ist hier in Nordspanien oder Spanien einfach so. Einfach ein Schatz nach dem anderen. Noch interessant bei Burgos ist, dass es auf dem Jakobsweg liegt, also auf der zentralen Route, der französischen Route und direkt nach Santiago weitergeht, also über León, das unser Ziel für morgen ist und dann weiter. Genau. Du hast 2 Wanderer gesichtet. Ja, wir haben 2 Wanderer gesehen. Ja, es ist jetzt relativ leer. Wo wir geparkt haben, waren, keine Ahnung, unzählige Wohnmobile, viele aus Spanien, auch ein paar Deutsche oder andere auch. Und hier, die Stadt ist einfach leer. Ich habe Jens gefragt, wo sitzt sie? Obwohl es eine tolle mittelalterliche Stadt ist, die man wirklich besuchen sollte. Wir haben gerätselt, was das sein kann. Es steht nichts dazu. Was hast du gemeint? Ich dachte, das ist ein Wanderer, aber... Ja, das ist eher ein Ritter, ein gefallener Ritter mit einer Wunde am Knie. Ja, Jens ist gestern auch hingefallen, aber sein Knie sah nicht so schlimm aus. Aber ein bisschen geblutet hat es schon. Ein bisschen geblutet, nicht viel. Nicht viel. Nach 2 sehr interessanten Tagen in Burgos fuhren wir ca. 180 Kilometer weiter in die pulsierende mittelalterliche Stadt León, die auch auf dem Jakobsweg liegt. Und auch wenn wir Katalonien verlassen haben, so verlässt uns Gaudi nicht. Denn im Hintergrund ist wieder ein Gebäude Gaudis. Wir sind diesmal in León und das ist wieder eine tolle mittelalterliche kleine Stadt. Wieder mit einer Kathedrale, die faszinierend ist. Das schauen wir uns alles noch morgen an. Heute regnet es leider. Wir sind erst am Nachmittag gekommen und haben erst mal was gegessen und sind dann in die Stadt gelaufen.
Es macht Spaß, auch wenn es regnet oder geregnet hat. Jetzt im Moment ist es gerade mal trocken. Aber morgen soll das Wetter auch nicht besser werden. Schauen wir mal. Ja, hier ist nun unser Stellplatz in León. Bisschen außerhalb, aber nicht so weit außerhalb wie in Burgos. Ich bin jetzt gerade aufgehalten worden. Ich habe hier ein bisschen mich umgeschaut und da sind zwei junge Leute, Jugendliche oder junge Erwachsene vom Sport gekommen, über den Zebrastreifen gelaufen und ein Autofahrer hat den einen voll mitgenommen. Der ist fast durch die Luft geflogen und hat sich sofort aufgerappelt, ist sofort wieder auf den Füßen gestanden, hin und her gesprungen und wahrscheinlich in Schockzustand. Ich bin da geblieben und wir haben gewartet, bis die Ambulanz kam und dann die Polizei und dann musste ich halt noch meine Identitätsdaten abgeben. Aber die Ambulanz ist noch nicht weggefahren, der sitzt noch drin, scheint nicht so schlimm zu sein. Es sah aber ganz schön brutal aus, muss ich sagen. Si es que te crees mucho, es que estás perdida. Esto es como un rompecabezas, porque no le encuentro salida. No lo sé. Oiga, señorita, tú me quieres nada más. Heute gibt es Ratatouille mit viel Gemüse und also Mutterball heißt das auf Arabisch. Das waren die letzten Auberginen, die ich von der Plantage bekam. Heute habe ich das als Mutterball vorbereitet. Der Plantage in Lleida. In Lleida, ja, wo die Frau sehr freundlich war. Sie haben übrigens auch die Adresse von unserem Kanal kopiert. Ihr Ehemann hat gesagt, er würde uns auch anschauen, weil er findet so ein Leben auch sehr, sehr schön. Es gefällt ihm. Er schaut auch andere Reisende. Und ich hoffe, Sie werden mich jetzt verstehen. Genau. Desde el principio lo habíamos escrito ya. Es como si tú controlas hasta mi voz. Es mi límite y nada más. Qué raro que me vuelvas en tus brazos. Baby, solo quieres más. Oh, es que no quiero. Wir verließen unseren Stellplatz in León am frühen Nachmittag und fuhren zunächst zur Bischofsstadt Astorga, wo wir einen kleinen Spaziergang in die Altstadt machten. Von dort ging es dann nach Ponferrada, wo wir uns das Castillo de los Templarios anschauten. Im Dorf Molina-Seca suchten wir uns einen Stellplatz, um das Dorf am nächsten Tag anzuschauen. Insgesamt fuhren wir ca. 125 Kilometer. So, wir fahren jetzt entlang der Camino de Santiago. Und es ist so schön, immer wieder Wanderer zu sehen. Wir haben jetzt auf beide Seiten welche gesehen, weil das wechselt. Mal ist es auf der linken Seite, mal auf der rechten Seite. Und ich habe richtig Lust jetzt bekommen. Vielleicht eines Tages werde ich den Weg auch laufen. Kommst du mit? Schauen wir mal. Okay. So, wir sind jetzt gerade in Astorga. Wir haben die Kathedrale de Astorga besucht, von außen bewundert, wieder wunderschön. Und hier gibt es auch einen Bischofspalast. Das ist auch ein Bau von Gaudi. Der ist in 1893 fertig gebaut worden. Genau. Ist damit ein früher Bau von ihm eigentlich, denn der Gaudi ist
1925 erst gestorben. Ja, aber wirklich sehr, sehr schön. Also der ist schon bekannt geworden, noch weiter als in Katalonien. Einer hat ihn gekannt und hat ihm den Auftrag gegeben, dass er das Haus jetzt aufbaut. Ja, interessant. So, wir sind jetzt fertig mit unserem Rundgang in Castello de los Templarios. War sehr schön. War wirklich schön. Ja, sehr groß. Hier sind wir 1,5 Stunden fast gelaufen, oder? Ja, genau so, weil jetzt ist 7 Uhr und wir sind um 5:30 reingegangen. Okay, ziemlich lang. Also ein Tempelritterschloss oder Burg, eine Tempelritterburg war das, also auf Deutsch. So würde ich das interpretieren. Ja, ich glaube, es ist auch so. Vom 12. bis zum 15. Jahrhundert wurde daran gebaut. Also es wurde ständig verändert. Ne? Die erste Anlage war im 12. Jahrhundert schon gebaut. Wieder was Schönes gesehen und erlebt. Genau. Nachdem wir uns das pittoreske Dorf Molina Seca angeschaut hatten, fuhren wir nun in die Berge, um ein weiteres sehr schönes Bergdorf mit Namen Penalba zu besuchen. Danach ging es wieder zurück in Richtung León zu einem Park- und Stellplatz bei den Höhlen von Valporquero, die wir uns dann am nächsten Tag anschauen wollen. Insgesamt fuhren wir ca. 180 Kilometer. Wir sind hier in Molina Seca. Es scheint ein Pilgerort zu sein, denn wir haben hier schon einige Pilger getroffen. Die beiden aus Korea, das waren zwei, also für mich, ich habe zwei Freundinnen gesehen und dann erfahre ich, dass Mutter-Tochter waren die beiden, war sehr nette Begegnung. Wie man fragt und jeder ist begeistert vom anderen, als wir auch erzählt haben, was wir machen. Oh, I envy you, hat die junge Dame gesagt. Er sagt, ja, I envy you too, making this walk with your mother. Das war sehr schön. Die sind schon 23 Tage unterwegs und werden noch 10 Tage bis Santiago brauchen. Ja. Also 23 Tage, sie haben auf der französischen Seite begonnen. Genau, sind da geflogen, von Seoul kommen sie her und ja. Wir sind jetzt im Dorf Penalba. Wir sind eine sehr schöne Strecke hierher gefahren. Leider, das war auch eine Strecke mit viel Waldbrand. War eigentlich alles schwarz, so an der Spitze des Berges oder Spitze der Berge. Sehr traurig, sehr mächtig war das.
Aber Gott sei Dank, das Dorf hier ist, da merkt man gar nicht. Es ist alles grün und wunderschön. Ja, und jetzt machen wir eine Pause, wir trinken was und dann fahren weiter. Und natürlich, wenn ich Kastanien sehe, muss ich die auch kaufen. Mal schauen, wie ich sie, wie heißt das, vorbereiten kann. Oder roast, ja, how I can roast it, ja. Schauen wir mal. Wir sind hier bei den Höhlen von Valperquero. Da sind wir gestern Abend in der Dunkelheit hier noch hochgefahren. Das ist ziemlich weit oben in den Bergen. Aber wir waren das einzige Fahrzeug auf der engen Straße. Ging also gut. Haben hier auf dem Parkplatz übernachtet und werden jetzt die Höhle besuchen. Wir haben die längere Tour gebucht mit 1,5 Stunden. Jetzt sind wir gespannt. In einer Viertelstunde oder so geht's los. Nach dem Besuch der Höhle fuhren wir ca. 175 Kilometer weiter zu dem kleinen Ort Potes, durch den wir am Abend flanierten, um dann einen Stellplatz im Parque Nacional de los Picos de Europa zu finden. Ja, wir sind hier in Potes, einem Ort, der uns als Zwischenstation zum Nationalpark Picos de Europa dient. Wir wollen dorthin morgen, beziehungsweise heute Abend noch fahren, jetzt kommt ein Auto, zur Seite gehen, um dort zu übernachten und dann morgen vielleicht mit der Gondel zu einem Gipfel nach oben zu fahren, zum Fuente, glaube ich, heißt der. Als wir reingekommen sind, da war so ein Herz. Ich habe gesehen, I love, und ich habe das gelesen, I love poets. I'm like, wow, I love poets too. Nee, nein, Potes. Potes, ja genau. Potes, nicht Poets. Ja, was ein bisschen lustig ist, ist hier das Hobby, oder die Sportart, die sie hier treiben, das werdet ihr bis sehen jetzt im Film, die springen auf Schinken. Ja, und wer sich festhalten kann, der kriegt den Hamon. Ja. Eine sehr interessante Sportart. Ja. Wir fuhren noch ein bisschen tiefer in den Nationalpark Picos de Europa bis nach Fuente de, wollten dort die Seilbahn nehmen, aber aufgrund des Wetters am Gipfel ließen wir das auf Empfehlung der Ticketverkäuferin sein, schauten uns dafür noch das Dorf Pembes an und fuhren dann bis nach San Vicente de la Barquera, wo wir die nächsten 2 Nächte verbringen wollten.
Wir sind hier in der Nähe eines ganz kleinen Dörfchens Pembes, total leer, mitten in den Bergen, allerdings in den etwas niedrigeren Bergen. Wir wollten heute mit der Gondel hoch auf den Fuente D fahren, aber der Blick oben war nicht da. Wanderung da oben hätten wir praktisch nicht machen können. Wie ihr da hinten sieht, diese Wolke ist direkt auf diese Picos de Europa. Genau. Alle sind bedeckt. Alle sind bedeckt, also wir sind deshalb hier in den etwas niedrigeren Bergen vom Nationalpark, aber traumhafte Gegend und super süße kleine Dörfchen. Sehr. San Vicente ist eine mittelalterliche Stadt, die umgeben war von einer Stadtmauer. Hier ist die alte Kathedrale, also eine der typischen mittelalterlichen Städte hier an der Küste. So, und jetzt, ihr könnt eure Augen erstmal zumachen und jetzt aufmachen. Ist das nicht ein Traum? Für mich schon. So, nachdem wir gearbeitet haben heute, sind wir zu Fuß von San Vicente de la Barquera bis zu dieser Playa, das heißt Playa de Oyambre. Und ja, da sind wir ungefähr 6 Kilometer gelaufen. Jetzt müssen wir das nochmal zurücklaufen. Der Zeit, das sind so 1 Stunde und 40 Minuten ungefähr. Genau. Ja, war wunderschön. Und dann, das Witzige war, auf dem Weg hierher, Jens hat gesagt, ich glaube, wir waren damals mit unser Campster hier und kannst du dich daran erinnern? Damals sind wir gefahren und irgendwo so abgebogen und dann eine wunderschöne Stelle gefunden, dann also Picknick gemacht und war auch wunderschöne Begegnung damals. Und ich natürlich zweifle immer daran und wollte das checken. Und in der Tat, ich schaue in meine Fotogalerie und das Foto, da steht immer der Name, wo das war, der Ort. Was steht da? San Vicente de la Barquera. Ich hatte recht. Du hast gezweifelt, ich hatte recht. Aber wie so oft, ne? Ja, aber echt super. Also es war so schön. Eine wunderschöne Gegend. Also hier, wir zeigen euch, sind so viele Camper, groß und klein, aber das sind die meisten junge Leute, die halt hinten surfen. Ja, genau, auch in San Vicente sind auch viele. Auch einige, also, ja, genau. Aber trotzdem leer und wirklich nicht überlaufen, Gott sei Dank. Also man fühlt sich nicht als einer von denen, die alles so voll machen. Genau. Jetzt müssen wir noch die 6 Kilometer zurückgehen. Da wird es dunkel. Schauen wir mal. Ja, hier in San Vicente de la Barquera wollen wir nun die Episode 4 unserer Reise beenden. Also wir freuen uns, dass ihr uns die Treue haltet. Und natürlich hoffen wir, dass ihr auch nächste Episode wieder mit dabei seid, wenn es jetzt langsam wieder gen Osten geht. Richtung Frankreich und dann zurück nach Deutschland.
Nunca termina lo que empiezas. No hubo ni una despedida. Si es que te crees mucho, es que estás perdida. Esto es como un rompecabezas, porque no le encuentro salida. No lo sé. Oiga, señorita, tú me quieres